Ich weiß jetzt nicht, wer da in dem Spiel ist. Im Spiel ist er ein sogenannter Staubsauger. Ja? Also der räumt da alles ab. Krieg ich ein bisschen Gänsehaut. Wir können ihn ruhig mit reinpacken. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir mal den Mats am Start und den Manuel. Was geht ab, Hi. Jungs? Und wir werden heute ein Ultimate-Team bauen in FIFA mit euch beiden drinne. Und ich würde sagen, wir packen euch erstmal beide rein. Wir können uns auch mal gerne eure Special-Karten anschauen. Wir fangen erstmal an mit dem Mats. Das sind deine 3 Karten, die du hast. Also rechts ist die normale? Genau. Und links Links ist die mit 60 Pace, die nehmen wir doch. Die Genau, sieht das ist sieht die doch gut aus. Informkarte. Also die hast du bekommen, wenn du Ja. mal ein Wochenende besonders gut gespielt hast. Dann kriegst du für eine Woche lang in den Packs diese Karte. Ist das nur, wenn man in diesem Team der Woche ist oder kriegt man die bei jeder guten Leistung? Ne, nur wenn du im Team der Okay. Woche bist, dann kommst du damit rein. Nur für einen Freund gefragt. Also die kostet auf jeden Fall auch 64.000 Münzen. Und da siehst du ja, da sind ein paar Werte nach oben gegangen. Defensive um 1, Physis um 2. Ja. Und das sind die Unterschiede. Und die Unterschiede zwischen der und der Karte ist eigentlich nur die Farbe. Da weiß auch niemand, warum die jedes Jahr mit reinpacken. Das sind die Champions League Karten, also die Mannschaften, die auch in der Champions League mit dabei sind. Die haben dann auch solche Karten. Also du sagst, du willst die Karte haben? Ja, ich will da, wo irgendwo eine 6 bei der Pace steht. Okay. Das hat Manu rückwärts. Was sagst du, warum hat EA dir so wenig Pace gegeben? Weil ich nicht schnell bin, deshalb. Würdest du es auch von dir sagen? Ey, Oder? also, vielleicht kann man, wenn man will, kann man 2, 3 auf die Stärke, auf die Schnelligkeit drauflegen, aber mehr habe ich mir nicht erarbeitet. Okay. Also sagst du, ist in Ordnung sowas? Ja, und man muss halt differenzieren zwischen Antritt und Endgeschwindigkeit. Ja, das stimmt. Ist das beides zusammengefasst Ja, oder das gibt es ist- beides nochmal extra? Das gibt's beides auch nochmal extra, aber auf der Karte ist das Okay, zusammengefasst. dann kann ich damit leben. Okay, dann kommen wir zu dir. Du hast da auf jeden Fall auch noch eine weitere Special-Karte. Hey. Wieso hat Manu 4? Der hat diese Special-Karte. Weißt du, was die Unterschiede sind? Ja, das ist, glaube ich, die Road to the Final Karte, oder? Genau, Das genau. sind Karten, die von der Champions League werden einfach gewisse Spieler ausgewählt. Und immer wenn man, glaube ich, weiterkommt, ich weiß nicht, ob es auch bei guten Leistungen ist, aber wenn man sich auf jeden Fall wie die nächste Runde qualifiziert, dann wird die Karte besser gemacht. Ich glaube, ich Genau. habe in der 82 oder 83 angefangen. Ja, das ist jetzt eine 84. Also, Ja, 212.000 kostet die. ja. Also wenn ihr jetzt in der Champions League weiterkommt, dann kriegt die Karte ein Upgrade plus 1. Und Ja. wenn ihr ins Finale kommt, dann immer mehr und mehr. Und dann hat er am Ende eine richtig kranke Karte der Saison. Also maximal, glaube ich, Okay. 88 könnte der bekommen. Aber es wäre dann schon eine sehr krasse Karte. Also bei FIFA kommt es ja sowieso auf Pace am meisten Ja. an. Ne, und die Karte hat ja schon sehr krasse Werte. Dann hast du ja noch eine Informkarte. Die hast du ja auch bekommen für eine gute Leistung am Wochenende. Die ist dann eine Woche zu ziehen. Was würdest du sagen, mit welcher sollen wir gehen? Champions League Karte natürlich, die beste. Okay, nehmen wir, perfekt. So, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Torwart. Entweder wir können eine Ikone nehmen, die gibt es ja die Linken zu jedem Spieler. Oder wir nehmen jetzt einen Torwart aus der Bundesliga. Also es gibt diese Chemistry, oder was? Genau. Das heißt, quasi ein Bundesliga-Torwart hätte jetzt mehr Chemistry mit uns als Jan Oblak als Beispiel. Genau, der erste hätte dann Tor zu euch gefallen ist. beiden eine rote Chemie. Heißt, er würde dann zum Beispiel nur 3 haben am Ende. Und wäre dann im Spiel jetzt nicht so spielbar, wie als wenn er mit 2 spanischen Innenverteidigern wäre aus der Liga. Okay, alles klar. Aber die Legenden haben zu allen einen Link. Ja? Genau. Wir können theoretisch überall eine Legende aufstellen und dann haben wir auch eine. Das könntet ihr auch machen. Aber wollt ihr einen Torwart aus der Bundesliga oder was sagt ihr? Wir können ja mal gucken, was es da so gibt. Also es gibt Legendenkeeper gibt es auch, oder? Das ist Legendenkeeper schon geil. gibt es auch. Da haben wir, glaube ich, Cech am Start. Gibt's Claudio Taffarel? Ne, Van der Sar gibt es noch. Schmeichel, oder? Schmeichel auch, genau. Oder wir nehmen halt einen aus der Bundesliga. Hätte jetzt nicht Jan Sommer, hätte doch besonders viel Chemistry auch mit uns. Also wir können natürlich auch Roman nehmen, aber wenn wir eine reine BVB-Mannschaft nehmen, stelle ich mir das ein bisschen langweilig vor. Ja. Oder Jan, dadurch Mimi hätte, glaube ich, noch grün Nationalmannschaft? wegen der Schweizer Nationalität. Und Bundesliga sowieso dann auch zu dir noch einen gelben. Ja. Genau, also wenn wir jetzt Sommer nehmen würden, der hätte zu dir noch mal einen grünen Link, zu dir einen orangenen, weil er halt auch aus der Schweiz kommt. Und deshalb hat er noch mal ein bisschen mehr Chemie. Weil der, Wäre das gut genug oder müsste man schauen, dass das noch besser ist? ne, das wird auf jeden Fall reichen. Der hätte dann 2 grüne Links, er bräuchte dann keinen anderen Link mehr, weil er dann schon auf volle Chemie kommt. Ah, okay. Und dann kann Manu sein volles Potenzial entfalten. Genau, so in Wunderbar. etwa. Also sollen wir Sommer nehmen? Alles Gut, ja, finde Ja? Klingt für mich auch gut. Okay. Passt das, wenn du links bist, er rechts, oder? So wie wir jedes Spiel spielen. Das Okay. kann man gerne lassen. So, jetzt gehen wir mit dem Linksverteidiger. Aber es gibt halt diese Icons geil. hier. Roberto Carlos, Cole, Maldini, Philipp Lahm von den Das sind, Icons. natürlich, das sind lauter geile, das sind großartige Spieler. Aber es gibt natürlich auch von der Ist auch Bundesliga. Roberto Carlos wirklich so viel besser wie die anderen, weil er ist ja viel teurer. Und Wie- 92 Pace hat er auch, ne? Also die Icons kosten meistens generell mehr, aber ob sie dann Preis-Leistung... Ja, darum sind. frage ich ja, weißt du, weil manchmal sind sie einfach teuer, aber sind gar nicht so gut.
Das Darum stimmt, das stimmt. nehme ich das jetzt runter. Ja, ist in Ordnung. Also hast du Roberto mit ihm schon Carlos. gespielt oder nicht? Ja, aber ich finde den jetzt nicht so geil. Er ist auch ziemlich klein. Ist halt nicht so gut mit dem zu zocken. Aber wir haben Okay. zum Beispiel auch aus der Bundesliga. Da gibt es jetzt nicht so krass viel Auswahl, was Special-Karten angeht. Guerrero haben wir. Rafa hat 77 Pace. Ja. Okay, dann mache ich ein Laufduell. Das verliere ich, aber ich mache. Ich habe große Klappe. Davis. Ja, Wow. Davis gibt es auch als Road to the Final. Wow. Ja. Kostet 660.000, 98 Tempo. Also fast 99. Ui, was ist denn? 98 Pace, gibt es das oft nicht, oder? Nee, es gibt nicht so oft. Wer ist der schnellste? Spieler im Spiel? Schnellste, Mbappé? na, ja, glaub schon. Müsste 96 Tempo haben, also die normale Karte. Und Ashraf? Ashraf kann da ja auch. Ashraf kann so Ja, so bist eine wahrscheinlich 100 auch irgendwo dort 93 oder so, irgendwie so, 94 genau. wahrscheinlich. Weiß nicht Also alles. mich hat ja gerade Paolo Maldini so ein bisschen angelacht, muss ich Ja, sagen. dann- ja. Ist das so für dich okay? Ist gut. Dann nehmen wir Maldini. Der Ich hat auch noch glaube, mal, glaub, den könnten wir hochziehen, oder? Den können wir durchschleppen. Ja, klar. Den sichern wir ab. Klar. es Also gibt hat von- 87 Schnelligkeit, also Wirklich? ja. gut. Und jede Icon hat 3 oder 4 verschiedene Versionen. Also der hat auch seine weiteren Karten, die kosten noch mehr, dem auch ein höheres Rating, aber als Innenverteidiger dann. Ah, okay. Also der hat 2 Karten als Centerback und als Leftback. Genau. Ich lieb's, dass er aber auf verschiedenen Positionen verschieden schnell ist anscheinend. Wir nehmen den schnellsten. Hey, vielleicht habe ich Aber- nur meine Position nicht gefunden. Aber kann ja sein, dass er auch da jünger war und dementsprechend schneller und da älter und dann Okay, vielleicht das- ja, langsamer das macht geworden Sinn, ist. Ne? Das kann auch sein. Okay, dann gehen wir mal jetzt mit dem Rechtsverteidiger. Habt ihr da irgendeinen Spieler im Kopf, wo ihr sagt, der muss auf jeden Fall rein? Also ich weiß noch, beim Alten habe ich mit Carlos Alberto gespielt und der war Ja, unglaublich. Also der war richtig gut. Richtig gut. Ja. Ich kurz nachfragen, mit wem? Capita. Capita. Carlos Alberto. Ich kenne ihn auch nicht aus Okay. seiner Zeit als Fußballer, aber ich habe ihn da gesehen als Icon da im Spiel und da hatte ich ein ziemlich gutes Team Dann und da habe ich ihn da reingenommen. Also. go. Machen Okay, wir dann Squad. packen wir direkt die Prime-Karte rein. Okay, jetzt kommen wir zum ZM. Da haben wir 3 Spieler zur Auswahl. Also ihr seid auf jeden Fall auf voller Chemie. In der Das Mitte heißt, bräuchten wir aber einen, der einen Link zu uns hat, oder? Das wäre schon gut. Oder für ihn. Für ihn wäre das gut, aber ihr braucht keine Links mehr. Ja. Ihr habt ja beide einen grün. Also die meisten stellen in der Mitte eine Icon auf, weil die halt zu jeder Karte linkt, weil die halt auch die meisten Links, die ist ja, Ja, 5 klar. Stück. Ja. Deshalb. Wie ist das jetzt? Stellt man sich da einen Ballsicheren hin, einen Abräumer? Kommt davon, was für eine Formation man spielt, aber viele spielen eigentlich Ich fühle mich zum richtig alt gerade. 4-4-2 oder 4-2-3-1 oder so, also 2 Mittelfeldspieler und einer ist halt mehr defensiv und der andere vielleicht ein bisschen offensiver. Sind ja so geile Legenden da gerade wieder gezeigt werden. War doch Rütschrille der Beste, oder was? Ja, Ja, der ist der Beste in dem Spiel, kann alles. der kann wirklich alles. Hat diese Version. Oh ja, Halleluja. Ja, die sind halt sehr krass. Die meisten spielen den hier, kostet 5 Millionen Das sind Münzen. 9,5 Millionen. Ja, Wie verbreitet ist es, dass man 9 Millionen Münzen hat? Muss man sich da schon reinkaufen oder kann man sich. Okay, ja, alles das klar. ist als normaler Spieler, musst du schon Glück haben, wenn du irgendein Pack öffnest und dann hast du so Also einen Spieler. der kleine Norweger kann den sich vielleicht so kaufen, der jetzt 390-0 steht oder so. ich aber habe die gestern anderen- gegen den gespielt. Und? 8-1 verloren. Wirklich? Ja. Aber bis zur 60. stand es 3-1 für ihn. Aber das ist schon Ich habe was ihm mal anderes. zugeguckt am Wochenende, ich glaube dieses Wochenende war es, hat mich interessiert, wie der spielt. Und er macht glaube ich nur 3 Tricks, aber so effektiv. Du kannst nichts machen, der macht Übersteiger Also und ist direkt der durch. weiß, der hat herausgefunden, was funktioniert im Spiel Ja, ja. und zieht das gnadenlos Ja, durch. das Ja, perfektioniert auf jeden Fall. Sollen wir da mit 100 gehen? Ja. Also jetzt- frisurentechnisch hat er uns natürlich auch nochmal krassen Upgrade gegeben, muss man ja auch sagen. Wir haben Bruno Fernandes, der hat jetzt auch eine Special-Karte bekommen, die kostet 2 Millionen. Den zum Beispiel. 91 hat er bekommen. Ja. Das ist eine Headliner-Karte. Das heißt, wenn der Geht manchmal ein bisschen schneller, bis man so einen Wert kriegt, ne? Genau. Der hat ja auch, glaube ich, so eine krasse Karte. Er hat sehr viele Special-Karten. Habt ihr einen Spieler im Kopf, den ihr unbedingt mit drin haben wollt? Also ich hätte, sagt du? Ich hätte jetzt gesagt, De Bruyne finde ich ist einer der besten Mittelfeldspieler, den hätte ich schon Bruyne eingenommen. ist großartig. Kanté vielleicht? Oder eher nicht? Der hat ja gute Allgemeinwerte, der Bräune, also den kann man da schon spielen. Ja. Okay, jetzt haben wir noch hier auf der rechten Seite. Wen sollen wir da nehmen? Sollen wir jetzt- da haben wir Also ich bin ja im Real Life ein großer Fan von Kanté. Ich weiß jetzt nicht, wer der in dem Spiel Ey, ist. im Spiel ist er ein sogenannter Staubsauger. Ja? Also der räumt da alles ab. Krieg ich ein bisschen Gänsehaut. Wir können ihn ruhig mit reinpacken. Also der ist sehr stark. Golo. Also so haben wir einen, der hinten alles abräumt. Hullet hat auch Offensivstärke. De Bruyne auch. Also ist zwar ein bisschen offensiv ausgelegt, aber sieht schon Aber wir haben eine stabil schöne bunte Truppe. Ja, wir haben hier den Auf jeden Fall Staubsauger, hast du gesagt, Paradiesvögel, oder? Ja, der räumt alles ab. Paradiesvögel, aus. Der macht Arbeiter. alles.
Okay, dann gehen wir mal auf den linken Flügel. Wäre gut ein Das Premier wäre League-Spieler, wichtig. oder? Genau, das ist ja fast. Also ich bin ein großer Fan von Mané und auch Son finde ich dieses Jahr unglaublich gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Mats, aber ich finde die zwei. Der Son, der hat mir so viele Buden eingeschenkt in der willst du nicht in Bundesliga. dein Team haben. Der kann jetzt da rein. Der kann auch mal was für uns machen. komm. Absoluter Albtraumgegner bei Leverkusen und bei Hamburg. Okay, so, dann gehen wir mal auf die rechte Seite. Da müssen wir jetzt auch einen aus der Premier League nehmen oder einen Franzosen geht auch. Oh, ich liebe ja Hakim Ziyech, falls der da reinpasst. Ja, der passt Der hat- auf jeden Fall. also Der der hat hat- sogar einen grünen Link Ja? zu Kanté, weil der Im irgendwann gleichen spielt. Verein. Also ein geiler Zocker. Hat halt jetzt nicht die besten Pace-Werte für einen Außenspieler, aber kann man auch auch noch ein nehmen. bisschen Kreativität, oder? Ja, komm, wir nehmen mal jetzt. Nehmen wir Nehmen den wir den mit rein. Vorne müssen wir jetzt... Also ganz kurz, der hat 82 Pace und das ist zu langsam, oder was? ja. Okay. Also für einen Verteidiger ist gut Innenverteidiger. ja. Ja, Also, genau. ja. Vorne. Also sagen wir mal brauchst du so, schon- wenn du jetzt du hast 82 Pace auch, glaube ich, gehabt, oder? Wie viel? 83 auf der 83. Karte sogar. Wenn da jetzt, sage ich mal, ein 88 Stürmer kommt, hast du trotzdem gute Chancen, den abzulaufen, oder? Ja, weil ich halt den physischen Vorteil meistens Ja. habe. Ja. Okay, so, dann haben wir jetzt noch die letzte Karte, den Stürmer. Da würde ich sagen, nehmen wir eine Icon, weil sonst müssen wir jetzt die anderen aus der Premier League wieder nehmen. Der ist wieder nicht spielbar. Bergkamp, oder? Wahrscheinlich zu langsam. ganz vergessen. So ein geiler Spieler. Kein Spieler, von dem ich mir mehr YouTube-Highlight-Videos anschaue, als Dennis Bergkamp, wirklich. Ja. Also, Ja, so geil. Ach, großartig. krass. Ich glaube, es gibt keinen besseren wie Ronaldo, oder? R9. Ja. Ja, und der war auch geil. Ja. Also der Original Ronaldo. Komm, dann nehmen wir sogar den 96er, okay. Ja, das ist dann euer Team, ne? Kein Messi drin, kein Ronaldo drin, kein Mbappé drin. Aber ist auch mal was anderes. Ja. Kann man machen. Wir haben Wir haben gute zwei Ligen. Verteidigung und R9 und Krullit, das reicht, So. glaube ich. Also es wäre eine Mannschaft, die würde ich durchaus so spielen lassen, wenn es hart auf hart Ja, kommt. also bis ich du sagen. die in FIFA hast, da musst du erstmal lange zocken und auch einige Packs Sieht öffnen. man, wie viel wert jetzt? Das würde mich auch interessieren. Wie viel kostet diese Mannschaft? 25 Millionen. 25 Millionen. Minimum. Also Ronaldo ist, glaube ich, nicht mal mit aufgelistet. Der kostet auch nochmal 13 oder so. Und dann wären wir bei über 30 Millionen. Ah, weil Fast gibt 40. diese Prime-Card noch nicht oder kommt die erst noch? Doch, die gibt's, aber der ist nicht auf dem Markt. Aha. Also da musst du auch snipen können und sowas. Also wenn der auf dem Markt ist, direkt Das zuschlagen. könnt ihr besprechen. Ich habe die letzten 10 Sekunden nicht mehr verstanden. Perfekt. Da musst du snipen können? Ja, das heißt, der kommt dann ganz kurz auf den Markt und du musst der Schnellste sein, der den dann kauft, damit du den im Team hast. Ah, also der kommt dann nur einmal, Genau, oder? genau. Und Das ist dann, eigentlich ein Witz, das geht gar nicht. ja. Du suchst den und du drückst kaufen und er ist schon weg. Ja? Ja. Also da gibt es Das ist Leute, krass. aber ist bekannt, wann der auf den Markt kommt? Oder Nee. gibt es dann Leute, die die ganze Zeit Die davor ziehen sitzen den und warten? dann verkaufen die den vielleicht direkt. Dann Ach musst du so, Glück okay, die haben kriegen und den in einem Pack und dann Ja. hauen sie ihn drauf. Alles klar. Genau, genau. Ah, ich verstehe so wenig von diesem, was hier gerade passiert. Aber es ist eine geile Truppe. Ja, starkes Team, Gefällt mir Leute. auch, ja. Perfekt. Dann würde ich sagen, war es an der Stelle auch vom Foot-Team-Bau. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Geiles Team. Kann man auf jeden Fall auch so zocken in der Weekend League. Danke fürs Aufnehmen, Jungs. Hat Bock gemacht. Ja, gern. Danke dir. Gute Mannschaft. Wir sehen uns, Leute, und ciao. Ciao.